Hallo liebe Modellauto-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch einen neuen CMC Pullman, Mercedes Pullman Landaulet vor, in dieser schönen Farbe Sandbeige, beziehungsweise ich nenne sie golden, beziehungsweise hellgold. Hier in der limitierten Ausführung mit der Persenning. Das Ganze natürlich hier im Maßstab 1:18 und sehr detailliert, wie man es von CMC kennt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Auto jetzt mal an, allerdings nur in der Kurzform würde ich sagen, weil ich habe ja schon einige Pullmänner auf meinem Kanal vorgestellt. Link dazu in der Beschreibung oder in i natürlich. Das ist übrigens die Verpackung des CMCs. Hinzu kommt noch hier die natürlich entsprechende Broschüre, hier limitiert 800 Stück und eine Betriebsanleitung mit den ganzen Funktionen. Außerdem natürlich ein Metallkoffer mit den Felgen, die man abnehmen kann. Wie gesagt, der Motor sehr detailliert umgesetzt worden von CMC. Das könnt ihr hier sehen. Sehr detailliert. Hier Kühlergrill durchstochen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Qualität. Das gefällt mir. Das Ganze wieder zu. Bei der Front sehen wir hier den großen Mercedes-Stern. Und dass es ja mit Chrom gearbeitet worden ist alles sehr stimmig. Schauen wir uns die Seite gleich an. Hier auch Pullman typisch, natürlich mit der in der Mitte liegenden Tür. Die hat hier in der Version keinen Griff, das gefällt mir eigentlich viel besser. Ich finde sowieso Limousinen, wo in der Mitte keine Tür ist, viel besser. Und hier sehen wir natürlich einen Luftauslass bzw. Einlass. Das soll übrigens zur Aerodynamik gut sein, soweit ich das gelesen habe. Die Weißbandreifen passen natürlich auch hervorragend zu dem alten Fahrzeug. Und wir schauen uns gleich mal das Heck an. Hier, wie gesagt, das Verdeck mit der Persenning oben drauf. Hier eine Antenne. Dazu kommen wir aber gleich noch, warum die da ist. Und hier natürlich entsprechend die Heckansicht. Mercedes 600er steht drauf. Und ich würde sagen, wir gucken natürlich gleich mal rein. Dazu öffne ich hier mal mit diesem Saugtool. So. Nur aufpassen mit dem Verdeck hier. Man kann es leider nicht ganz hoch machen wegen dem Verdeck. Das hält nur bedingt. Ohne hält es besser. Und wie Sie können sehen, der Kofferraum ist ausgekleidet mit Teppichimitat. Das gefällt auf jeden Fall sehr gut. Sehr detailliert, hinten die Gewichte drin. Und hier ist übrigens auch noch zur Seiten der Ersatzreifen unten drunter. Hatte ich aber auch in den anderen Versionen natürlich schon ausführlich vorgestellt. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum wichtigsten. Natürlich dem Innenraum und dem Verdeck. Dazu öffne ich mal alle Türen. Und hier könnt ihr nämlich sehen, hier ist gleich das erste Problem. Hier ist die Tür versperrt durch das Verdeck. Hier eine kleine Kante. Ich werde jetzt nicht mit Gewalt drauf drücken. Wie ihr sehen könnt, auf der anderen Seite funktioniert es. Wenn das Verdeck abgemacht ist, beziehungsweise die Versenning und das Verdeck drauf, da kann man die Tür öffnen. Ist jetzt nicht so toll gemacht, finde ich. Also schade. Ich habe es auch wirklich gemacht, wie es in der Anleitung steht. Und ich kann hier trotzdem nicht öffnen. Das ist schade. Ansonsten schauen wir uns jetzt erstmal den Innenraum an. Achso, Freunde, und vergesst übrigens nicht hier zu abonnieren und natürlich die Glocke zu drücken und auch entsprechend vielleicht ein nettes Kommentar dazu lassen. Das hilft dem Kanal und der Algorithmus weiß Bescheid, dass dieses Video von Belang ist. Hier sehr schön detailliert auf jeden Fall gemacht. Türverkleidung, hier die edlen Chrom-Applikationen, also das ist alles sehr schön. Und hier im Heck natürlich auch alles sehr detailliert. Und wir schauen uns jetzt mal gleich das Allerwichtigste an natürlich bei dieser Version des Landaulets, und zwar hier hinten den Innenraum. Wie ihr sehen könnt, sehr hell, klar, sehr offen, mit dem entsprechenden TV. Dafür ja auch, wie gesagt, die Antenne, damit er dort im Prinzip die Signale empfangen kann. Hier die Trennscheibe in der Mitte und das ist sehr, sehr detailliert. Also, außerdem kommen meiner Meinung nach diese Sitze, die sehr plüschig sind, wie ihr sehen könnt. Die fühlen sich auch sehr gut an, wirklich ganz gut rüber. Also das gefällt mir wirklich gut. Das ist auch der einzige Landaulet bzw. Pullman von CMC, der diese Innenausstattung bekommen hat. Ansonsten, hier, die Tür geht auf. Könnt ihr auch sehen, ist sehr detailliert gemacht. Mit dem Holzverkleidung hier. Das sieht auf jeden Fall alles sehr gut aus. Hier das Dach und die Persenning.
Ich werde diese Persenning jetzt nicht abmachen, denn das ist höchst kompliziert bzw. friemelig, würde ich mal sagen. Kompliziert eigentlich weniger, aber friemelig. Vor allem, wenn man große Hände hat. Also seid gewarnt davor. Ist auch gar nicht so einfach sofort zu verstehen. Ihr müsst zuerst das Verdeck ein bisschen runterdrücken. Aber nicht ganz runter und dann das Teil hier im Prinzip die Persenning ein bisschen drüber ziehen und erst an den beiden Punkten hier verbinden und dann erst hier hinten. Ja? Ansonsten, das ist eigentlich schon das, was man wissen muss, ansonsten funktioniert es nicht. Ja? Ich werde euch definitiv Bilder einblenden. Ja? Ich habe welche Kunden von dem Online-Shop Car-Model. Und ja, da könnt ihr sehen, wie das Verdeck aussieht, wenn es zu ist. Ich werde das jetzt hier nicht machen, wie gesagt. Das ist, ja... Das ist mir jetzt doch zu aufwendig. Ich bitte das natürlich zu entschuldigen, aber wie gesagt, ihr kriegt ja die Bilder hier. Ja, was ist abschließend zu dem Modellauto zu sagen? Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Bis auf das Problem hier mit der Tür. Ja, außerdem könnt ihr sehen, die Spaltmaße da hinten, ja, seht ihr das? Kann ich drüber hinweg gucken, sage ich mal. Das sieht man von außen jetzt nicht, soweit ich weiß. Ne? Hier. Ja. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Tür nicht mehr aufgeht und das Verdeck unten ist und die Persenning drauf ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, limitiertes Modell. Die Farbe, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass das blaue Modell, wo ja keine Persenning hat, hier die Persenning bekommen hätte. Das wäre viel besser gewesen, meiner Meinung nach. Dennoch, wie gesagt, das Original gab es ja auch in dieser Farbe. Kann man dieses Auto durchaus in seiner Sammlung aufnehmen. Ich bin auf jeden Fall froh, das bekommen zu haben, denn mittlerweile sind die auch sehr schwer noch zu bekommen. Ja? Also teilweise schon ausverkauft. Das war eine kurze Vorstellung. Guckt wie gesagt im Anschluss auch mal meine CNC-Playlist an. Da ist alles verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.